Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Heute in diesem Video dreht sich nochmal alles um das Balancing vom Falke. Okay. Ich habe jetzt mir die ganzen Kommentare unter dem letzten Video zu Herzen genommen. Da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass das an sich immer noch keine Stufe 1 KI ist. Und es soll aber eine Stufe 1 KI sein. Und mir hatte das zwar eigentlich schon ganz gut gefallen, wie der im letzten Kampf so performt hat. Aber ich meine, wenn ich dann damit irgendwelche Teamkämpfe mache und ihr sagt dann, nee, das ist ja eigentlich, keine Ahnung, eine Stufe 2 KI und eigentlich gar keine Stufe 1 KI und dann passt es mit dem gegenüberliegenden Charakter nicht zusammen und das macht dann quasi das ganze Video kaputt. Und deswegen habe ich jetzt mich nochmal hingesetzt und habe nochmal überlegt, was ich denn anders machen könnte. Habe jetzt nochmal ein paar Sachen eingestellt. Die werde ich euch alle in-game zeigen. Wir gehen jetzt hier rein gegen die Arnhild als erstes. Ich will hier auf jeden Fall mehrere KI-Kämpfe machen. Also wo der Falke gegen mehrere Leute kämpfen muss. Emotional, damn it! Deswegen schnacke ich jetzt gar nicht mehr lange so rum. Wir starten als erstes mit Silence gegen Arnhild mit 4000 Jolts und schauen mal, was denn so passiert. So, also, da sind wir auch. Was habe ich denn jetzt nun geändert bei dem Falke? Also, ich werde das jetzt einmal hier am Anfang erklären, deswegen auch die etwas langsamere Geschwindigkeit. Und dann in den nachfolgenden Kämpfen werde ich da einfach den Anfang ein bisschen überspringen, beziehungsweise die Geschwindigkeit gleich am Anfang hochdrehen, damit man da jetzt nicht nochmal alles von vorne sehen muss, weil es ist ja immer das Gleiche. Also, ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich die Waffen-Eco schon reduziert hatte. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Form. Jetzt habe ich die Waffen-Eco nochmal reduziert, sodass er maximal 2 Pfeilmacher und 2 Lanzenmacher hat. Der Grund ist, die Wirtschaft an sich läuft für ihn schon recht gut. Und er kauft sich dann meistens die ganzen Waffen selbst ein. Jemand hat dann auch in die Kommentare geschrieben, ich soll die Waffen-Eco komplett wegmachen, sodass er sich halt alles kaufen muss. Das habe ich auch mal probiert, privat, also nicht hier in der Aufnahme, sondern privat quasi davor. Da musste ich aber feststellen, dass er da zu träge wird. Und Falke soll ja, wie das Tier, das ist ja auch sehr schnell und flink und wie auch immer, halt sehr agil unterwegs. Soll der ja auch sein. Er kommt jetzt zwar ein bisschen später raus, also wir können ja hier unten mal die Zeitleiste reinmachen, da könnt ihr das eventuell vielleicht mal vergleichen. Er kommt jetzt mit seinem ersten Angriff April 1183 raus. Vorher war es, wenn ich mich jetzt mir mal komplett aus dem Fenster lehnen war das wahrscheinlich ein bisschen eher. Ist jetzt aber, denke ich, nicht ganz so ein großes Problem. Dann habe ich ihm jetzt, da hat einer auch noch unter dem letzten Video kommentiert, der Tower 4 passt für den Falke recht gut. Hab dafür den einen Turm, der hier an der Ecke stand, weggemacht und dafür die Mauer hier so ein bisschen weitergezogen, um einfach so ein bisschen gegen die Störkatapulte bzw. allgemein die Belagerungsgeräte agieren zu können. Dadurch er ja hier gar keine richtige Mauerstärke hat, da ist er jetzt auch nicht so viel. Deswegen jetzt hier in der Burgkonstellation ein Tower 2, diese quadratischen Türme weg und ein Tower 4 hin mit der Balliste oben drauf. Dann habe ich mir überlegt, der gute Julian Vollmer, auf jeden Fall einer unter dem letzten Video. Ich nenne jetzt mal keine Namen, weil ich habe bei den ersten Kommentaren auch noch keine Namen genannt. Aber er meinte auf jeden Fall, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, dass er das komisch findet, dass er hier eine Kapelle hat. Die Kapelle hatte ich mir eigentlich nur überlegt,
damit er noch so ein bisschen, ja, was anderes hat, was noch hier in der Burg zu sehen ist. Deswegen auch nur eine Kapelle. Die macht jetzt nicht allzu viel was aus. Also, ja, gefühlt eigentlich gar nichts, weil das nur eine ist und der Nutzen durch die eine Kapelle ist relativ gering. Deswegen, ich finde es halt ganz cool, da ist noch ein bisschen was anderes in der Burg zu sehen. Ich kann es leider nicht ausstellen, dass die Kapelle gar nichts macht, sonst würde ich das gerne machen, dass das halt gar keinen positiven Effekt hat, aber ich glaube, das macht eh gerade mal +1, wenn überhaupt, wenn das überhaupt ausreicht bei der Menge an der Bevölkerung. Dann habe ich 2 Häuser wegnehmen können, weil die ganzen Waffen-Eco weggekommen ist. Also das ist ja jetzt dann hier nochmal weniger geworden. Und ja, man sieht hier den Angriff nochmal. Assassinen habe ich beibelassen. Da hat auch jemand geschrieben, dass er das komisch findet, dass da Assassinen mit rumrennen. Und die Horse Archer habe ich ein wenig nach unten reguliert. Vorher in dem letzten Video hatte er noch 29 eingesetzt. Jetzt setzt er maximal 22 ein. Und auch nur noch 9 statt 11 Assassinen. Hat jetzt, glaube ich, auf den ursprünglichen Wert, wie ich ihn damals vorgestellt hatte, wieder zurückgesetzt. Dann habe ich ihn noch ein paar, dadurch er jetzt so wenig Waffen-Eco hat, noch zwei Jäger mit dazu gegeben, um einfach da noch ein wenig im Early Game noch so ein bisschen den Druck zu erhöhen, beziehungsweise noch so einen kleinen Bonus zu haben. Und ansonsten, ja, ist es eigentlich gleich geblieben. Ach so, genau. Und ich habe ein ganz kleines bisschen von 45 auf 39, also 6 Verteidiger, habe ich eingespart, habe ich reduziert, weil mir das dann doch ein wenig sehr viel vorkam, als hier 45 Verteidiger auf den Wellen standen. Es steht zwar auch, es gibt zwar noch eine Verteidigerposition auf dem Keep drauf. Da waren es ursprünglich 2 Verteidigerpositionen, jetzt sind es nur noch eine mit den arabischen Bogenschützen und habe das jetzt so versucht, dass es ein wenig, ja, die Verteidigung noch ein bisschen schwächer geworden ist, um einfach das zu gewährleisten, dass eine Stufe 1 KI jetzt auch gegen ihn was machen kann. Das werden wir dann im Laufe des Videos sehen, hoffentlich. Und ja, ich denke aber, dass das mit dem Falke jetzt langsam in die richtige Richtung geht. Denn ich will einfach, dass der Falke eine Stufe 1 KI ist und nicht in das Stufe 2 Bracket mit reinreicht. Deswegen möchte ich einfach, dass ihr dann auch sagt, ja, Skymax oder ja, Max, das ist jetzt eine gute Stufe 1 KI. Vielleicht eine starke Stufe 1 KI, aber eine Stufe 1 KI, damit auch andere Stufe 1 KIs da auf jeden Fall nicht ins Nachsehen geraten oder wie auch immer man das nennen möchte. Also wisst ihr, wie ich das meine? Ich hoffe schon. Ja. Der erste Kampf ist jetzt hier gegen die Arnhild. Oder habe ich noch die eine Burg nur drin gelassen? Da fehlt noch die Burg 1 auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall sieht man, denke ich, jetzt schon einen starken Kontrast zur Arnhild. Und ich habe auch rausgefunden, in dem letzten Video habe ich mir das nochmal so ein Stück weit angeguckt, ist mir aufgefallen, dass er gar keine Belagerungsgeräte aufgebaut hat. Denn das Belagerungsgerät stand nicht in der Liste, wo man das einträgt, im AIC, in der AIC-Liste quasi, dass das Gerät, was er einsetzt, das ist so ein Sturmbock, also so eine Belagerungsramme quasi, stand nicht auf dem ersten Platz, sondern auf Platz 3. Und ich dachte halt in meiner Naivität oder was auch immer, dass es egal ist, wo das
wo der Name der Belagerungseinheit einfach steht. Ja? Und deswegen ist mir das dann aber aufgefallen und habe jetzt die Belagerungsramme auf Platz 1 gestellt, sodass er auf jeden Fall die Belagerungsramme jetzt baut. Oder den Sturmbock. Ja? So heißt es ja eigentlich ordentlich. Bin ich mir aber unsicher, ob das für eine Stufe 1 KI nicht ein bisschen zu gut ist, einen Sturmbock halt reinzunehmen, weil der ja dann trotzdem relativ viel machen kann. Vor allem im Team kann der ja schon der ein oder anderen KI den Durchbruch oder zum Durchbruch verhelfen, wenn er jetzt zum Beispiel gegen eine KI kämpft, die jetzt keine Sturmböcke hat, wie, ich sag jetzt einfach mal, wie König Ludwig, der hat ja keinen. Und er macht dann quasi, oder König Ludwig tankt mit seinen Truppen so das Feuer und der Falke macht dann mit seinen, oder mit seiner Belagerungsramme, mit seinem Belagerungssturmbock, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Mensch, dann das Tor auf und kann dann somit dem Ludwig helfen. Da weiß ich jetzt aber nicht, was dann passend wäre für den Falke, ob überhaupt ein Belagerungsgerät passend ist. Da könnt ihr mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn sehen möchtet. Ja, und man sieht jetzt, dass der Falke, der Arnhild, Welten unterlegen ist. Also ja, man sieht jetzt hier auch an der Bevölkerung 58. Das kommt, glaube ich, in den Bereich, wo der Sultan ist oder der irgendeine andere Stufe 1 KI vom Pilaf. Die haben ja auch irgendwas um die 40, 50 Bevölkerung. Er hat jetzt 58 und ja, Gold ist natürlich jetzt deutlich weniger geworden, weil er einfach nicht so die Waffen mehr hat. Ich kick jetzt mal Arnhild raus und nimm die nächste KI, um einfach einen weiteren Testdurchlauf zu haben. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da bin ich dann auch wieder mit dem Kalifen, auch eine Stufe 2 KI. Wir gehen hier auf jeden Fall, um ein bisschen Abwechslung zu haben, mal auf eine andere Karte, auf Warm Welcome. Eine Karte vom Rebalanced Turnier, glaube ich, vom Prinz Pilaf, wieder in der Beschreibung steht. Gehen wieder mit 4000 Gold rein und schauen einfach mal, was denn der Falke jetzt gegen den Kalifen macht. Da ist er jetzt so, im letzten KI-Kampf hat er ja mit ihm zusammengespielt, deswegen musste er da nicht die ganzen, ja, arabischen Schwertkämpfer tanken. Jetzt ist es natürlich anders. Jetzt muss er hier gegen die arabischen Schwertkämpfer auch antreten und ja, hat dann, denke ich, demzufolge auch eine etwas geringere Chance, da irgendwie siegreich rauszugehen. Und ja, aber das Thema dieses Video ist ja einfach dieses Balancing vom Falke einfach. Er kommt ja dennoch relativ gut raus. Also, was war das gerade? Ja, ich schätze jetzt einfach mal 1184, weil da eventuell die Positionen der Steinbrüche und der Eisenminen da nicht ganz so nah dran liegen wie auf Silence und die Laufwege da etwas länger sind. Aber ich denke 1184 und jetzt im März 86 passt dennoch ganz gut. Zudem ja der Kalif hier noch gar nicht angegriffen hatte. Und ja, genau. Ich möchte aber auf jeden Fall von euch jetzt wissen, wie ihr das jetzt nun findet, wie der Falke jetzt hier performt und ob das jetzt diesmal dann wirklich einer Stufe 1 KI würdig ist. Denn ja, für das Turnier ist es halt essentiell wichtig, dass er eine Stufe 1 KI ist, weil sonst geht die Rechnung einfach nicht auf und ich will jetzt dem
Falke jetzt auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken in Form von Videos, weil ich auch einfach mal weitermachen möchte. Und deswegen, ja, hoffe ich, dass euch der jetzt als Stufe 1 KI gut gefällt. Mir hat er auch schon vorher gefallen. Deswegen, also an mir liegt es jetzt nicht. Und ja, aber ich bin halt auf eure Meinung gespannt. Und ja, gegen den Kalifen weiß ich jetzt nicht, was er da ausrichten kann. Vor allem wegen den ganzen Bogenschützen, die ja die leichten Truppen vom Falke einfach so schnell wegschießen können, dass da einfach so schnell der Angriff schon wieder vorbei ist. Und man sieht es, denke ich, auch jetzt. Er sammelt jetzt kaum Gold an oder eigentlich gar kein Gold während des Rekrutierens. Ich mache hier unten mal die Leiste weg, dann kann man das besser sehen. Und somit ist dann, denke ich, auch diese Problematik vorbei, dass er hier immer immens viel Gold ansammeln kann. Gut, ich denke, der Kalif braucht hier einfach noch ein ganzes Stück, um eine genügend ausreichende Schwertkämpfermassen oder ja, halt aufzustellen. Aber ich denke, irgendwann kommt er dann trotzdem beim Falke durch und kann ihn dann bezwingen. Kalif hat natürlich den Vorteil, dass er hier die arabischen Schwertkämpfer hat und der Falke jetzt nur eine einzige Balliste, die da wirklich ja, gefährlich werden kann gegen die arabischen Schwertkämpfer. Ansonsten hat der Falke jetzt absolut gar nichts, außer eventuell diese Fallen, die hier vorne um die Burg herum platziert sind. Aber ja, die kann ja nur einmal auslösen und wenn dann die Armee dann eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist da auch ganz schnell Ende Gelände. Jo, so, jetzt kommt hier Falke wieder raus. Mal sehen, wann hier der Kalif wieder rauskommt. Aber der kommt hier nicht mal durch den ersten Ring durch. Das sind einfach so viele Bogenschützen, so viel Feuer, was da ausgeschüttet wird oder was da rumflambiert. Kalif würde ich gerne einmal einen Angriff fahren lassen wollen, um einfach mal zu sehen, was er denn mit seinen Schwertkämpfern ausrichten kann. Denn der Kalif hat natürlich hier einfach mit seinen arabischen Schwertkämpfern die deutlich besseren Truppen und kann dann dadurch auch ein bisschen mehr was machen. So, jetzt kommt er raus. Sind schon, ja, würde ich mal sagen, angenehme Anzahl von arabischen Schwertkämpfern. Die sind zwar ein bisschen verstreut hier, kommen natürlich jetzt auch nicht ganz so weit raus, weil ganz schön viele durch die Fallen gestorben sind. Aber ich denke, man sieht ja, dass das weiterführende Geschehen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal hier in einen Zeitraffer reingehen, um mal zu schauen, wie lang es denn wirklich dauert, bis dann der Kalif oder der Falke drauf geht. Ich tendiere natürlich immer noch, dass der Falke hier irgendwann das Zeitliche segnet. Einfach wegen den Schwertkämpfern. Aber wir werden sehen, was die Zeit bringt. Freunde. Ich denke, jetzt
kann man ganz deutlich erkennen, dass hier schon ordentlich viele arabische Schwertkämpfer hier Eine durch die Nachricht vom Gegend rennen. Falke. Nun schauen wir doch einmal, ob ihr mich mit so einer mickrigen Armee schlagen könnt. Und ja, Falke hat hier gerade mal ja, 130 Truppen gehabt. Die sinkt jetzt rapide auf unter 100 gleich mal. Ne, Balliste ist zwar hier mit am Start, aber die ja, geht jetzt auch gleich kaputt. Genau, jetzt ist sie kaputt. Schauen wir einfach mal, ob das schon reicht. Ich denke schon. Ja, ich denke. Ja, das sollte Eine Nachricht ja. vom Falke. Ich falle mit dem Gedanken daran, ein schönes Leben gehabt zu haben. Genau. So, jetzt sieht man auch mal den Unterschied zwischen Kalif und Falke. Kalif als Stufe 2 KI mit negativen Angstfaktor 157.000 Gold und der Falke hat nicht mal die Hälfte an dem Gold und ja, 60 Bevölkerung, also ist, denke ich, ganz anschaulich, was da jetzt passiert ist, hat aber fast so viele Truppen ausgebildet wie der Kalif, also sind gerade mal 400 irgendwas Truppen sind es hier. Und ja, also gegen die Stufe 2 KIs ist er jetzt deutlich schwächer. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das bei Stufe 1 KIs läuft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da wären wir auch auf der Map Klagetal, auch von dem Rebands Turnier, denke ich jetzt einfach mal. Und wir gehen hier auf jeden Fall mal mit dem Bodo rein. Der Bodo ist ja quasi auch eine Stufe 1 KI, eine etwas schwächere Stufe 1 KI als der Falke. Aber ja, wir schauen einfach mal, was hier passiert. Bodo hat auf jeden Fall keine gepanzerten Truppen. Gehen ja gleich auf die schnellste Geschwindigkeit, damit hier nicht allzu lang der ganze Bums dauert. Und Bodo hat natürlich hier auch den Vorteil oder beziehungsweise den Nachteil, dass er hier auch mit auf die Wildbestände geht, genauso wie ein bisschen der Falke. Und dadurch das Wild hier schneller aufgebraucht ist, weil es ja sich auch nicht in Stronghold Crusader Extreme vermehren kann. Und ja, die Buddeltruppen, gut, die machen jetzt erstmal noch absolut gar nichts. Aber man hat, denke ich, ganz gut gesehen können, dass sogar der Falke vor dem Bodo rauskommt mit dem ersten Angriff. Und ja, da schon mal ganz gut was machen kann, eventuell. Aber ja, die Angriffe von Bodo sind natürlich ein wenig schwach. Vor allem die ersten. Wenn er natürlich hier langsam die Kolbis mit reinbekommt in der Armee, dann kann er da natürlich mehr machen als so. Jetzt können auch mal die ersten Buddeltruppen oder die ersten Tunder hier mal ein bisschen was graben. Ich weiß gar nicht, wo die raufgegangen sind. Ich glaube hier auf irgendwelche Mauerstücke, die so ein bisschen hervorstehen oder so. Aber ja, schauen wir einfach mal, wie es hier weiterläuft. Der Bums. Ja, okay, hier vorne gehen die immer mit drauf. Also ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass die oder dass zumindest ein paar Buddeltruppen hier auf den Tower 5 mit drauf gehen und somit dann da ganz gut da was anrichten können an Schaden. Und man hat, denke ich, hier schon gesehen, die Horse Archer machen nochmal einen deutlichen Unterschied zwischen der Verteidigung vom Bodo und den herumreitenden Horse Archer vom Falke. Also Bodo ist auf jeden Fall eine Stufe 1 KI. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Bei Falke würde ich jetzt einfach auch mal behaupten, dass er eine Stufe 1 KI ist. Aber dass er eine starke Stufe 1 KI dann in meinem Paket ist. Und somit dann auch mal ein kleiner Unterschied zwischen den beiden herrscht. Und
ja, da man auch so ein bisschen die Teams halt anders machen kann, dass halt Bodo dann quasi einen stärkeren Teampartner bekommt als der Falke, weil ja der Falke dann dem Bodo schon mal überlegen ist, aber dann das durch den Teampartner eventuell kompensiert wird. Aber wie gesagt, muss man mal schauen, wie sich das dann hier weiterentwickelt. Ja, Sturmbock ist natürlich dann hier nochmal eine hilfreiche Sache. Da kann dann nochmal ganz gut hier den Turm und dann das Torhaus hier wegbockeln. Weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von dem Sturmbock in der Angriffsarmee als Belagerungsgerät. Und ja, genau. So. Bodo kommt wieder raus. Ja, er macht schon ganz gut Schaden hier an den Mauern. Und vor allem auch, ich denke, auch an dem Turm hier. Der hat jetzt gelbes Leben. Aber da fehlt einfach so die Nahkampfpower. Und deswegen würde ich, denke ich, jetzt noch einen Angriff abwarten und dann wieder in einen kleinen Zeitraffer gehen, damit wir den Kampf hier jetzt einfach nicht so immens in die Länge treiben. Aber ja, wir schauen einfach mal, was denn hier. Wir schauen auf erstes Mal oder als erstes Mal, was so die Zahlen sagen. 214 Truppen hat Bodo, 162 der Falke. Ja, weiß ich jetzt nicht, woran so das liegen könnte. Wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen an den harten Ressourcen, wobei die jetzt deutlich näher dran liegen als auf der letzten Map. Das sieht ja auch geil aus, die Textur. Aber okay. So, dann schauen wir mal noch. Vielleicht kommt der Falke nochmal raus. Vor dem Zeitraffer. Ja, auf jeden Fall hier Kolbis machen schon ganz gute Arbeit mit den Raiden von den ganzen Sachen. Und hier hinten stehen überall so ein paar Apfelgärten, vor allem hier so. Und die werden auch ab und zu mal weggeradet. Und hier hinten hat Falke ja gar keine Apfelgärten zur Verfügung. Was natürlich auch der Wirtschaft, man merkt's, also Bodo hat jetzt schon wieder 191 und Falke, der ja eigentlich gar nicht angegriffen hat, muss hier einfach ja so ein bisschen am Hungertuch nagen, obwohl er, denke ich, ja noch ganz gut an Apfelreserven hier drin hat. Jetzt ist natürlich der Nachteil, dass beide KIs auf die Jäger gesetzt haben und beide KIs jetzt nur noch eine Nahrungsart haben, um da ja die Bevölkerung glücklich zu stimmen. Da ist jetzt auf jeden Fall schon wieder der Bodo rausgekommen. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen hier in den Zeitraffer rein, schauen einfach mal, ob vielleicht der Falke hier den Wirtschaftstod erleidet, weil, ja, 141 und er hat kaum noch, ja, keine Apfelreserven mehr, weil die alle hier weggeradet wurden. Naja, also bis gleich. Da ist auf jeden Fall ordentlich was oben auf dem Team und es reicht sogar. Lol, okay. Daran, ein schönes Leben gehabt zu haben. Haben wir noch Bodo hier? Eventuell? Ne, ich glaube Eine nicht. Nachricht von Bodo. Schade. Ja, Bodo dann hier doch etwas mehr Gold angesammelt und ja, 82 Bevölkerung zu 59. Finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm, weil Falke ist jetzt quasi mehr dem wirtschaftlichen Tod gestorben als dem, ja, Militär. Also am Ende war es doch, ist es immer militärisch, ne? Aber er hat ja 137 Gebäude verloren. Bodo hat 140 eingerissen. Wie kann denn dann der Falke nur 137 verloren haben? Also 3 Gebäude, keine Ahnung, wo die sind. Ja, dann schauen wir im letzten KI-Kampf nochmal
gegen die altbekannte Ratte, gegen den Erzfeind vom Falke. Und ja, gehen auf die nächste Map und schauen einfach mal, vielleicht schafft der Falke da ja sein Spiel halt zu drehen quasi. So, liebe Freunde, da bin ich wieder. Wir gehen jetzt hier für den letzten KI-Kampf auf diese schöne, wunderbare Insel gegen die Ratte. Wir gehen hier rein. Ist jetzt ein Kampf der Erzfeinde, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil, ja, Falke hat natürlich die Ratte als Erzfeind auserkoren. Ist er natürlich auch so ein bisschen an die realistische Vorlage des Falkendrang angelehnt, da ja der Falke auch Mäuse frisst oder beziehungsweise auch Ratten frisst, je nachdem. Und es dann ja ganz gut passt, dann gegen den zu spielen. Ich bin mal gespannt, wie hier der Falke gegen die Ratte ankommt. Vor allem Ratte jetzt mit einer sehr interessanten Burg, wo der Keep Teil der Burg ist. Also ist er ja, glaube ich, immer, aber hier so weit vorne. Da ist er die hauptsächliche Verteidigung sehr weit abgeschlagen. Aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass er hier gegen die Ratte mehr was machen kann als gegen den Bodo, weil er einfach besser die Raids wegbekommt, die er hier Ratte rausschickt und da nicht so große Probleme hat wie gegen Bodo, der ja die Kolbis einsetzt und Ratte setzt dann nur die Schwerkämpfer ein. Man sieht, dass die immer ganz gut weggeschossen werden können und ja, raidet ja auch selber mit ein paar Speerkämpfern. Aber ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so entscheidend, die Raids vom Falke. Ja, dann natürlich ein bisschen mehr Chancen, die... Lol, hier drüben einfach eine Käsefarm von der Ratte. Das ist ja mal wieder richtig dreist. Hier aber auch eine Apfelfarm vom Falke. Okay, also Ratte kann hier, glaube ich, gar nicht so viele Nahrungsfarmen aufbauen, genauso wenig wie wie der Falke. Hat auf jeden Fall auch nicht mehr so viel Nahrung im Kornspeicher. Ja, bei dem ist es natürlich so, dass Falke alleine auf das Wild geht und gar nicht sich das ganze Wild mit der anderen KI teilen muss und einfach die Apfelfarmen dann schon doch deutlich besser produzieren können als die Käsereien der Ratte. Man kann mal ganz kurz hier reinschauen. Ja, der Kornspeicher ist hier auf jeden Fall auch nicht gerade stark befüllt. Er muss hier auch ganz gut nachkaufen. Jetzt läuft es mal ganz gut hier. Aber ja, da fehlt es auf jeden Fall auch an Ressourcen und an Nahrung. Und dann schauen wir einfach mal eventuell den nächsten Angriff von beiden an. 100, 200 Truppen der Falke. Und dann kommt eventuell irgendwann auch mal die Ratte wieder raus. Mit einem Angriff. Oder hat die überhaupt schon mal einen Angriff gefahren? Ich glaube, einen Angriff hat die schon hinter sich gehabt. Aber ja, der wirtschaftliche Tod, man sieht es hier auch an den ganzen Warnblinkern hier oben. Und hier, die Holzfäller, das ist natürlich auch ein deutlicher Unterschied. Vielleicht brauchen wir hier auch gar keinen Zeitraffer, aber ich glaube, dass ich da nicht dran vorbeikomme. Ja, mal schauen, was hier der Falke noch machen kann. Ich wäre ja stolz auf meinen Falke, weil es natürlich meine KI ist, klar. Aber wenn natürlich hier Ratte einen glücklichen Punch landet, dann kann er den Falke, denke ich, auch eventuell noch schlagen. Aber ja, er hat nicht so große Nahrungsprobleme wie die Ratte. Ratte läuft ja aber auch gerade ganz gut, muss ich sagen. Hatte ich eigentlich schlechter gedacht. Na, ist immer mal so kurz
so kurz leer, der Vorratslager, ja, der Vorratsspeicher. Nee, der Kornspeicher. Ach Gott. Der Vorratsspeicher, jo. Und die Bogenmacher stehen hier auch des Öfteren etwas gelangweilt in der Gegend rum und machen einfach gar nichts. So ein bisschen, ja, so ein bisschen rar von den Sachen hier, also von der Nahrungsbeschaffenheit auf der Map. Ist natürlich ein wenig ungünstig. Ja, aber da fehlt es noch an Truppen vom Falke. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal in den Zeitraffer gehen. Und wir schauen einfach mal, was denn hier passiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht hier noch irgendwas gebaut werden kann. Aber es kann auch täuschen. Dass es hier einfach so zerklüftet ist, das ganze Grün, dass es da nicht ausreicht. Naja, wir schauen uns das an. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, das sind wir auch wahrscheinlich beim finalen Angriff des Falken. Ratte hat hier 40 Truppen und ja, das war's auf jeden Fall. Man sieht's, denke ich, auch hier. Die Ratte hat hier kaum... Bitte, nein, bitte, tut mir nicht weh. Bitte nicht. Eine Nachricht vom Falke. Schade. Alle Siegesnachrichten so ein bisschen verpasst, aber man hat, denke ich, ganz gut gesehen, dass sogar die Apfelfarmen vom Falke jetzt auf der Seite der Ratte platziert wurden und die Ratte quasi dann gar nichts mehr bauen konnte an Nahrungsproduktion, also gar keine Käsereien mehr. Und 50.000 Gold zu 17.000 Gold hat man natürlich auch gemerkt, woran das liegt, ne? Dadurch einfach der Falke hier mit 3.000 Nahrungseinheiten deutlich besser funktioniert hatte als die Ratte auf der Map. Und ja, ich bin echt erstaunt, dass beide in diesem Match, ich weiß gar nicht, warum das manchmal so unterschiedlich ist. Im ersten hatte er ja 60, aber es könnte sein, dass eventuell so ein paar diese Startbauern da irgendwie noch mit rein spielen oder irgendwie mal kurzzeitig mal 60 Bevölkerung hat, aber in diesem Match haben beide 58 und da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, dass ich die Anzahl vom Pilaf auch getroffen habe. Was kann ich jetzt dazu sagen? Also, er kommt jetzt natürlich, dadurch er jetzt einfach eine schwächere Wirtschaft hat, eine schwächere Eco, deutlich weniger raus und zwar noch genauso früh, weil er auch einfach eine relativ geringe Attack Force Base hat, aber also erst Angriffswert, ne? Aber dann ist quasi die Wirtschaft einfach zu schwach, um so schnell wieder die Truppen auszubilden, um gleich wieder angreifen zu können. Da muss man halt einfach wissen, was man haben will, ne? Also mir hat es auch vorher gefallen. Mir gefällt er jetzt auch so. Ich denke, jetzt sieht man ganz deutlich, dass er sich ganz gut von den Stufe 2 KIs abheben kann und auch so mit den Stufe 1 KIs mithalten kann. Ich denke, auf Maps, wo die Grünlage, wo einfach das Grüne für die Farmen und die harten Ressourcen näher an der Burg dran liegen, dass er da dann nochmal besser funktioniert als zum Beispiel ein Bodo oder noch besser als eine Ratte oder so. Aber ich denke, besser als eine Arnhild oder einen Kalif oder dann eventuell auch einer Stufe 2 KI vom Pilaf, denke ich, wird er nicht kommen. Die nächsten Matches werde ich keine weiteren Matches zeigen, wo der Falke alleine da ist, sondern nur noch eventuell die Team-Matches und dann auf jeden Fall neue Burgen euch zeigen. Und ansonsten hoffe ich einfach mal, dass vielleicht das Video hier euch trotzdem gefallen hat
Auch wenn es ein kleines bisschen anders war als bisher oder wie ihr das von mir kennt. Schreibt mir trotzdem gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Habt noch einen wunderbaren Tag. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi.